noch nicht. Warten wir noch ab. Mani hat endlich wieder seine Party wieder. So, wir spielen Dagon. Nach einer, glaube ich, Kurzgeschichte oder inspiriert von H.P. Lovecraft. Ich bin gespannt. So, es gibt DLCs. Hoch, ja. Wir probieren es mal. Wir gucken mal, wie es kommt. Sounds, andere. Man bemerke bitte, wir haben Deutsch. Es gibt Deutsch. Meine Grafik sieht komisch aus. Wieso sieht meine Grafik komisch aus? Bei mir ist alles gut. Also ich sehe meinen Stream selber und da ist alles super. Mach das, Spooky, mach das. Irgendwie unscharf. Musst du vielleicht mal bei dir refreshen? Also bei mir ist alles gut. Ah. So. Ist ganz schön warm da drunter. Ist es bei noch jemandem unscharf, bevor ich jetzt anfange? Ich starte mal neu. Mach das mal, Bär. Pan? Mani? Irgendeiner? Unscharf? Ja, nein, vielleicht? Willst du mit mir gehen? Willst du? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Soll ich mal sagen, dass ich das hier schon mega schön finde? Das ist sehr, sehr schön. Also bei mir ist alles okay. Wenn ich habe den Stream ja selber bei mir offen, also zumindest als Spiel sieht gut aus. Was soll unscharf sein? Dankeschön, Pan. Ich fange jetzt an zu spielen. Okay. Dagon ist eine originalgetreue interaktive Adaption von H.P. Lovecrafts Werk, die sich auf besonders viel Augenmerk auf Geschichte und Atmosphäre legt. Du wirst hier keine schwierigen Entscheidungen, Actionsequenzen oder Inventarverwaltung finden. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Und die Bewegung ist auf das Fortbewegen durch die Orte im Einklang mit der Handlung beschränkt. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Ich schreibe dies unter beträchtlichem psychischen Stress, denn heute Abend wird meine Existenz beenden. Während des Spiels wirst du auf interaktive Elemente treffen. Durch einige von ihnen kannst du deine Reise fortsetzen. Andere versorgen dich mit interessanten Fakten über die originale Kurzgeschichte, ihren historischen Hintergrund und ihren Autor. Oh. Einige dieser Details sind im Spiel versteckt. Um diese Geheimnisse zu finden, musst du ganz genau hinschauen und nach dem Zeichen der Ältesten Ausschau halten. Okay. Ich würde gerne mich bewegen. Sind das die Pfeiltasten? Kann ich mich gar nicht bewegen? Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Reicht euch das, wenn es dort unten steht, oder soll ich es auch nochmal vorlesen? Bis ihr was sagt, lese ich vor. Mittellos und am Ende des Vorrates der Droge angelangt, die allein das Leben erträglich macht, kann ich die Qualen nicht länger ertragen und werde mich aus dem Dachfenster auf die schmutzige Straße darunter werfen. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Denke nicht, dass meine sklavische Abhängigkeit von Morphin mich schwach und verwahrlost werden ließ. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Okay, hallo Fräulein, wie geht's dir? Okay. Morphin.
Morphin kam im 19. Jahrhundert in Gebrauch und wurde während des amerikanischen Bürgerkrieges 1861 bis 1865 und des Ersten Weltkriegs 1914-1918 routinemäßig zur Behandlung starker Schmerzen verabreicht. Es wurde auch bis 1914 ohne Einschränkungen frei verkauft. Nach der Erfindung der Injektionsspritze um 1854 wurde Morphin immer populärer. Friedrich Sertürner, der die Substanz als erster isolierte, nannte sie zunächst Morphium, nach Morpheus, dem griechischen Gott, der mit Träumen assoziiert wird. Als Dagon veröffentlicht wurde, stellte der Morphinmissbrauch, bekannt als Soldatenkrankheit, bereits ein großes Problem in den Vereinigten Staaten dar. Du kannst die erfassten Details gleich lesen oder später im Hauptmenü wieder aufrufen. Falls du findest, dass diese Funktion dich von der Geschichte ablenkt, kannst du die Anzeige deaktivieren. Dies kann jederzeit im Menüpunkt Option geändert werden. Dankeschön. Okay, das ist schon mal interessant. Aktuell geht's gut, danke, hoffe dir auch. Mir auch. Mir geht's auch gut. Okay. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Also ich kann mich immer nicht bewegen, ich kann mich nur umgucken. Das ist mega interessant und hatte ich so auch noch nie. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Guck mich hier nochmal. Nein, geht nicht. Die Hunnen. Die Hunnen waren zentralasiatische Nomaden, die eine Herrschaft in Europa errichteten und im 5. Jahrhundert nach Christi sogar in das Römische Reich einfielen. Sie waren als brutale, tödliche Krieger und Meister schneller Überfälle bekannt, die ebenfalls mächtige Kompositbögen, Lassos und frühe Belagerungswaffen entwickelten. Während des Ersten Weltkriegs verwendeten die Briten das Wort Hunne als Synonym für Deutsche, ein Zeichen für ihre schiere Brutalität. Der Begriff entstand jedoch, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Am 27. Juli 1900 eine Rede an seine Truppen hielt, bevor sie sich nach China einschifften. Solltet ihr auf den Gegner treffen, so wird er besiegt werden. Es wird kein Pardon gegeben werden. Es werden keine Gefangenen gemacht. Wer auch immer in eure Hände fällt, hat sein Leben verwirkt. So wie sich vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Attila einen Namen gemacht haben, der sie noch heute in Geschichte und Legende mächtig erscheinen lässt, so möge der Name Deutsch von euch in China so bekräftigt werden, dass kein Chinese es je wieder wagen wird, auf einen Deutschen zu schielen. Die Verweigerung der Gefangennahme war ein klarer Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, die im ersten Haager Abkommen von 1899 beschlossen wurden. Wir machen jetzt hier richtig Geschichtsstunde. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Okay. Wir haben uns also davon gemacht mit unserem Proviant. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Oh, schön. Wow. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Mega schön. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land.
habe Wasser. Das hoffentlich noch. Aber kein anderes Zeichen. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. Oh. The change happened Nee, whilst I Pan. slept. Nee. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Oh, sieht aus wie Death Stranding hier. Nur ein Zeichen, dass ich da bin. Okay. Was macht sie da? Sieht so anrüchig aus. Dankeschön, Bea. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Ach, immer noch sieht aus wie Death Stranding. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Die Ursprünge von Dagon. Dagon scheint von Fishhead inspiriert worden zu sein, einem Kurzroman von Irwin S. Cobb über unnatürliche Verwandtschaft zwischen einem hybriden Idioten und den seltsamen Fischen eines abgelegenen Sees. Supernatural Horror in Literatur H.P. Lovecraft und Lovecrafts Traum über eine fremde Insel, die aus dem Ozean auftaucht und sein Kriechen im Schlamm, der ihre Oberfläche bedeckt. Hallo Ante! Bevor ich wieder zurückkrieche in den Lurk. Mach das! Dankeschön für dein Lurk. Ich träumte, ich würde abscheulich kriechen und ich fühle immer noch, wie der Schlamm mich hinabzieht. In Defense of Dagon oder Dagon, H.P. Lovecraft. Lovecrafts Interesse an dem Thema rührte von seiner Abneigung gegen Fisch und Meeresgerüche her. In seinen eigenen Worten: Ich hasste Fisch und das Meer und alles, was damit zusammenhängt. Ich fürchtete es, seit ich 2 Jahre alt war. Aber ich kann mich nicht erinnern, welche frühere Erfahrung mir eine so tiefe und dauerhafte Abneigung gegen das Meer und seine Meeresfrüchte gab. Okay. Interessant, dass man etwas so gar nicht mag und gar nicht mehr weiß, warum. Okay, ich mag das Geräusch nicht. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Eee! So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Aber Riesengarnelen. Könntest du voll leckeren Shrimp machen. Okay. For several hours I sat thinking or brooding in the boat,
which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Was ist das für ein riesiger Berg? That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Ja. Da hinten leuchtet's. Halt. Noch irgendwas? Nee. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Interessant. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Wow. Wie gruselig. Ah, okay. Oh no. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Das sieht schon interessant aus. Oh. Die Schrecken des Meeres. Der Schöpfer des Cthulhu-Mythos und der fiktiven Unterwasserstadt R'lyeh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, war davon überzeugt, dass am Meeresgrund kein Leben existieren kann, da der Wasserdruck ihn unbewohnbar mache. Heute wissen wir, dass selbst die dunkelsten Tiefen des Meeres die Heimat vieler eigenartiger Organismen sind. Der am tiefsten lebende Fisch, der bisher entdeckt werden konnte, der Marianen-Schneckenfisch, kann etwa 8000 Meter unter der Meeresoberfläche leben, in unendlicher Dunkelheit und bei höllisch erdrückendem Druck, der 100-mal stärker ist als am Meeresspiegel. Schaut man sich die heutigen Fotos von Tiefseekreaturen wie dem Anglerfisch, dem Fangzahn oder dem Viperfisch und ihre wahrhaft Lovecraftschen Eigenschaften an, fällt es schwer, darin keine Ironie zu finden. Okay. Bäh. Ich mag dieses Matschgeräusch nicht. Das ist so eklig. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Da leuchtet auf jeden Fall was. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Ob das so eine gute Idee ist? I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Wie schön der Mond ist, ne? Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Ja gut, aber du weißt ja nicht, was nachts dann für Viecher rumrennen. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Na, ist hier noch irgendwo was zum Entdecken? Nee, okay. Dann besteigen wir jetzt den Berg. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me.
But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. Okay, einfach schwarze Finsternis, als ob da nichts wäre. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Okay. Hab gedacht, was? Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a Nein. descent, Wer will denn da runtergehen? whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Wer geht denn da runter? Freiwillig. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Erst noch gucken. Kein Fragezeichen? Na gut. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Ist das so eine gute Idee? For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Untersuchte es genauer. Heißt, ich gehe noch dichter ran an das komische Ding. Toll. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, So wie bei Herr der Ringe. and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Ja. Nee, danke. Warum willst du da noch dichter ran? The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Oh, da. Erzählmethoden.
Dagon enthält viele Themen und Erzählmethoden, die Lovecraft in seinen späteren Werken weiterentwickelte, wie beispielsweise das Erzählen der Geschichte durch Schnitzereien, Tagebücher und Notizen der Charaktere, aus dem Meer auftauchende Inseln, fiktive Wesen und Gottheiten, die auf Ereignissen und Mythologien der realen Welt basieren. Die Geschichte gilt auch als Ursprung des sehr beliebten Cthulhu-Mythos. Auch einige von Lovecrafts anderen Geschichten enden ähnlich wie Dagon, aber gehen wir hier nicht zu sehr ins Detail, um das Ende nicht zu verraten. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a bowler. Eins Poe oder eins Pulver. Die sehen schon toll aus, oder? They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Oha. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Na? Okay. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Was? Wo? Then, suddenly, I Was saw denn? it. Oh. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Oh! Okay. Loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Jo, gut. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Hallo, Spooky! Hilfe! I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Okay. War das wie ein Traum oder so? Oh wow, das scheint ein ganz nagelneues Krankenhaus zu sein.
brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Okay, sowas hatten wir früher als Tischdecke. Mal ein bisschen umgucken. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Der Journalist. Lovecraft war eine prominente Figur in der Welt des Amateurjournalismus. 1915 begann er mit der Herausgabe einer eigenen Zeitschrift namens The Conservative, die politische und soziale Kommentare, Gedichte, Kurzgeschichten und Literaturkritik von ihm und anderen Autoren enthielt. Howard war ein geschickter Wortschmied, aber er nahm sich auch Kritik zu Herzen, was dazu führte, dass er sich zum ersten Mal seit seiner Teenagerzeit vom Gedichteschreiben abwandte und sich wieder auf schräge Belletristik konzentrierte. Dagon, veröffentlicht 1919, ist eine der Kurzgeschichten, die während dieser Zeit entstanden. In diesem beispielhaften Auszug aus The Conservative erklärt der Meister der Horrorfiktion seine Einstellung zum Krieg und der Idee des Weltfriedens. Warum ein vernunftbegabter Mensch an die Möglichkeit eines universellen Friedens glauben kann, ist mehr als ein Konservativer ergründen kann. Sollte die gesamte zivilisierte Welt gleichzeitig der Abrüstung zustimmen, würden eine oder mehrere Nationen zweifellos Waffen behalten und zu gegebener Zeit ihre und weniger scharfsinnigen Zeitgenossen für einen wilden Eroberungsfeldzug gegen diese unbewaffnete Opfer ausnutzen. Ist leider so. Kein Land kann jemals über der Kriegsführung stehen, bis sich die Grundimpulse des menschlichen Tieres auf wundersame Weise geändert haben. Recht hat der gute Mann. Sind wir ganz allein in dem Once I sought out a Krankenhaus. celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Dagon. Okay. Nicht Dagon, sondern Dagon. Was gelernt. Da ist Dagon. Okay. Klicke ich gleich an. Will mich nur ein bisschen umgucken. Es ist wunderschön hier. Bisschen zu wenig Bücher. Müssen wir noch ein bisschen füllen. Da wird es weitergehen. Dagon war die Hauptgottheit der Philister, die im gesamten Nahen Osten als alter Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte verehrt wurde. Im Hebräischen war das Wort Dagon wahrscheinlich ein gängiges Substantiv für Getreide. Die Herrscher von Akkad, Mesopotamien, wählten ihn zum Schutzpatron ihrer kriegerischen Eroberung. Oh Gott. Mein Deutschpensum, ne, ist wieder mal aufgebraucht. Er erschien auch als Richter über die Toten in einem assyrischen Gedicht und als Gefängniswärter der Unterwelt in einem der babylonischen Texte. Er wird oft fälschlicherweise für einen Fischgott gehalten, was auf die falsche Interpretation seines Namens zurückzuführen ist, da im Hebräischen das Wort Dag Fisch bedeutet. In H.P. Lovecrafts Werken ist Dagon eine Unterwassergottheit, die über die Deep Ones herrscht, eine humanoide Rasse mit Fischmerkmalen, die in den Meeren wohnt. Er wird von einem geheimen Kult, dem esoterischen Orden des Dagon, verehrt. Es tut mir leid, wenn ich heute nicht mehr so schön vorlesen kann. Ich habe sehr viel geredet heute. Und gesungen. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Könnt ihr das Necronomicon sehen? Also ich sehe es. Und wir brauchen es. Auguste Derleth und der Cthulhu-Mythos. Auguste Derleth war ein amerikanischer Schriftsteller und Anthologe. Er freundete sich ebenfalls mit Lovecraft an und veröffentlichte viele seiner Werke über seinen Verlag Arkham House. Obwohl er viel zur Popularisierung der Werke des Autors nach dessen Tod beigetragen hat, umgeben ihn jede Menge Kontroversen. Eine seiner fragwürdigsten Entscheidungen war die Einführung der Doktrin Gut gegen Böse. Derleth war gläubiger Katholik. In den Cthulhu-Mythos
die im Gegensatz zu Lovecrafts Weltbild und seinem Ansatz des kosmischen Horrors stand. Aufgrund dessen werden Lovecrafts Werke in der heutigen Kultur oft missverstanden und falsch dargestellt. Man sollte ebenfalls erwähnen, dass Lovecraft nie wirklich daran interessiert war, eine Mythologie zu schaffen und der Begriff Cthulhu-Mythos von der Lee geprägt wurde, nachdem der Autor das Reich der Lebenden bereits verlassen hatte. Aha, war also nie in Lovecrafts Sinne. Necronomicon, wie süß. Wir können uns da drüben die Uhr angucken. Wie kann man so einen wunderschönen, riesigen Raum haben mit einem Schreibtisch, okay, 2 Schreibtische, ein paar Stühlchen und so wenig Bücher? Ernsthaft? Na gut. Hä? It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Okay, er sieht das immer noch. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Lovecraft über Tabak und Alkohol. Lovecraft verabscheute Tabak, obwohl er bereits mit 12 Jahren zu rauchen pflegte, um wie ein Erwachsener auszusehen und sich so zu fühlen, behauptete er in seiner Korrespondenz mit seinem Freund Reinhard Kleiner, dass er aufhörte, als er begann, lange Hosen zu tragen. Er hatte auch eine sehr starke Meinung über Alkohol, wie sein Brief an Celia Brown vom 13. Februar 1928 beweist. Was die Sache mit dem Trinken angeht, so habe ich nie berauschenden Alkohol gekostet und habe auch nicht die Absicht, es zu tun. Ich habe einen starken ästhetischen Ekel vor allem, was das zarte, natürliche Gleichgewicht des entwickelten menschlichen Intellekts und der Vorstellungskraft abstumpft oder vergrößert. Trinken erregte bei mir eine persönliche Abscheu, daher trinke ich nicht. Lasst die Herde tun, was sie will. Ich bin eher für die Prohibition, das Verbot der einen wie der anderen asozialen Kraft. Aber ich dachte, ich hüpfe aus dem Fenster. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Ja, warum nicht? Wie so lustig auf ihn zuschwimmen. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Der schlüpfrige Körper. Kommst du nicht rein? It shall not find me. God, that hand!
The window! The window! Nein! Muss ich? Nö. Okay. Okay, das war mal ganz anders. Einfach so, ja. Vor allen Dingen hätte man ja irgendwo an manchen Stellen das auch noch irgendwie beeinflussen können. Stand ja ganz am Anfang. The Eldritch Box DLC, The Little Glass Bottle DLC. Ach, nee, war keine Demo, war ein ganzes Spiel. Gibt's aber gratis bei Steam. Ist ein Gratis-Spiel. Aber, die Grafik war sehr schön gemacht. Das Thema hat mir auch gut gefallen. Das war halt auch mal wieder was anderes.